Ja, ihr habt euch nicht verlesen. Ein Haibike Fullseven LT 6.0 aus dem Jahr 2018 ist zu verkaufen. Keine Sorge, es handelt sich hierbei nicht um mein eigenes E-Bike. Wer diesen Kanal hier kennt, weiß, wie sehr ich dieses E-Mountainbike hier liebe. Sondern ich helfe mit diesem Video einem Kumpel von mir, der sich dieses E-Mountainbike hier geholt hat und jetzt verkaufen möchte. Warum, wieso, weshalb, erfahrt ihr in diesem Video. Warum möchte jemand denn überhaupt so ein schönes Haibike verkaufen? Dazu ist es wichtig, dass ihr von mir ein paar Hintergrundinformationen bekommt. Und zwar ist es so, dass dieses Fahrrad meinem Kumpel Maurice gehört. Wir sind seit Jahren schon befreundet. Grüße an dich an der Stelle. Und mein Einfluss, meine Leidenschaft ist ein bisschen zu stark gewesen. Und er hat sich dann zu schnell für so ein, ja doch sehr, sehr teures E-Mountainbike entschieden. Und dann mit der Zeit gemerkt, dass das doch nicht ganz so seine Welt ist. Von daher sehe ich mich jetzt auch so ein bisschen in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir dieses Haibike so gut wie möglich verkauft bekommen. Für diejenigen von euch, die meinen Kanal halt noch nicht kennen, ich heiße Pat, komme aus Köln und habe mein Auto verkauft und mir genau dieses E-Mountainbike hier geholt. Bin seitdem jeden Tag damit unterwegs, absolut zufrieden. Und wie gesagt, der Grund, warum er das Fahrrad jetzt hier verkaufen möchte, dieses E-Bike, weil es einfach nicht seine Welt ist, er hat zu wenig Zeit dafür. Und ja, es passt einfach nicht. Von daher haben wir beide jetzt nochmal daraus gelernt, dass man auf jeden Fall sich mit so einer Kaufentscheidung dann doch ein bisschen mehr Zeit lassen sollte. Ich habe gelernt, dass ich meine Motivation nicht zu sehr dann nach außen trage, dass ich dann ja nicht dafür sorge, dass wir jetzt hier so einen Fehlkauf haben, bei dem man natürlich auch finanziellen Verlust einbußen muss. Nun gut, so ist es eben. Jetzt schauen wir mal, ob irgendjemand von euch vielleicht dabei ist, der Interesse an diesem E-Bike hat. Und ich gebe euch jetzt als allererstes mal alle wichtigen Daten zu diesem E-Mountainbike. Dieses E-Mountainbike hat, ich mache mal eben hier den Motor an, jetzt auch noch die Displayfolie drauf, keine 300 Kilometer hier gelaufen, 287 Kilometer. Mit dabei ist eine ganz normale Sigma Akkulampe für halt vorne entsprechend und hinten, die kann man halt jeweils mit USB aufladen. Ansonsten ist hier noch eine blöde 3-Euro-Klingel, die es kaum tut, nicht wirklich gut ist. Mit dabei ist noch ein Schloss von Abus, das Abus Bordeaux Big, ein super geniales Schloss. Habe ich, glaube ich, auch schon mal ein Video zu gemacht. Ihr könnt euch am besten, wenn ihr noch ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Fahrrad haben wollt, einfach mal durch meine Videos klicken. Da kann ich euch als erstes mal die Dauertest-Videoreihe auch empfehlen. Ich teste dieses Fahrrad hier auf eine lange Sicht gesehen. Und ansonsten ist es halt ein vollgefedertes E-Mountainbike, hat einen Yamaha-Motor mit einem 500 Wattstunden Akku, ein Aluminiumrahmen in weiß-rot. Ich finde die Farben nach wie vor absolut genial. Federweg, vorne 150 mm Federweg und hinten auch. Das könnt ihr übrigens während der Fahrt, indem ihr diesen Hebel hier zur Seite klappt, sperren, sodass die Dämpfleistung nur noch ungefähr bei 20% liegt. Also ist dann wirklich sehr praktisch, wenn man den Berg hochfahren möchte und nicht immer so den vollen Federweg braucht. Das gleiche kann man auch vorne machen, das kann man dann hier einfach zudrehen. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass dieses E-Mountainbike eine Sattelstütze hat, die man während der Fahrt halt bedienen kann. Ich zeige euch mal eben, indem ich halt hier drauf drücke, fährt der Sattel hoch. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke und mich da drauf setze, dann kann man den Sattel senken. Absolut praktisch, wenn man viel in den Bergen unterwegs ist. Dann, wenn man bergab fährt, macht man den Sattel in der Regel runter, damit man nicht Gefahr läuft, irgendwie zu stürzen, falls man mal ja, irgendwie extrem bremsen muss und dann vielleicht das Gleichgewicht oder so verliert. Und einfach aus Sicherheitsgründen und beim Bergauffahren macht es auf jeden Fall Sinn, den Sattel immer nach oben zu machen, sodass man einen optimalen Kraftübertrag hat von den Beinen in die Pedale, über den Motor, Reifen und dann in den Boden. Ansonsten überlege ich gerade, er hat noch hier so Reflektoren nachgerüstet, die kann man jederzeit abmachen, das sind so Clips einfach. Und ja, er ist jetzt nicht so derjenige gewesen, der das dann gepflegt hat. Wie gesagt, es ist einfach nicht seine Leidenschaft. Wir haben beide daraus gelernt, aber es ist einfach zu schade, dass so ein E-Mountainbike, was einfach so einen hohen Preis hat, ja, in der Garage rumsteht, nicht benutzt wird. Wie gesagt, keine 300 Kilometer. Es wurde noch keine Inspektion mit dem Fahrrad gemacht. Also die kann man schon so nach 500 Kilometern auf jeden Fall mal machen lassen. Dass man alles mal nachstellt, das Schaltwerk, schaut, dass das Ritzel, dass die Kette vernünftig läuft. Kettenpflege wurde auch nicht wirklich betrieben, ist halt alles relativ trocken. Müsste man auf jeden Fall mal sich mit auseinandersetzen. Und jetzt überlege ich gerade, was hier noch für euch wichtig ist. Ja, ansonsten ist das im Endeffekt ein komplett neues E-Mountainbike, wenn man so möchte. Man bekommt das, glaube ich, auf der Webseite von Haibike nicht mehr bestellt. Also da sind jetzt nur noch die 2019er Modelle. Die sind dann auch mit Intube-Akku, natürlich auch wieder was teurer und so. Das ist jetzt hier das Modell aus dem Jahr 2018. Ich mache mal eben eine kleine Probefahrt. Hier macht man den Motor an. Das ist übrigens das Yamaha
PWX-Display. Der Motor liefert 75 Newtonmeter Drehmoment. Einfach draufdrücken, anmachen. Hier über die Remote kann man dann die Unterstützungsstufen einstellen, angefangen bei Eco Plus, Eco, Standard und High. Und ich werde jetzt mal eine kleine Fahrt machen. Das soll jetzt kein langes Video werden. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, dann schaut einfach mal bei meinem Kanal vorbei. Da gibt es ganz, ganz viele Informationen zu diesem Fahrrad hier. Rahmengröße ist übrigens L. Und alle anderen wichtigen Daten könnt ihr auch nochmal der Infobox entnehmen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie alt das hier genau ist. Es müssten ja, ein paar Monate sein. 4 bis 6 Monate ungefähr ist das Fahrrad alt. 300 Kilometer, knapp 287 Kilometer hier gefahren. Und es läuft einfach einwandfrei. Das Fahrrad hat 20 Gänge, vorne 2 Kettenblätter, ein kleines und ein großes. Hinten dann eine 10er Kassette, so haben wir 2x10, also 20 Gänge. Und man kommt hier ohne Probleme jeden Berg hoch, auch wenn ihr vielleicht ein paar Kilos mehr auf den Rippen habt. Alles kein Problem. Dieses Fahrrad ist einfach nur ein Traum. Also für dieses Fahrrad stehe ich und mein Kanal auf jeden Fall mit unserem Namen. Es macht einfach nur eine große Freude. Jetzt fahre ich hier nochmal eben hier hoch, gucken, ob auch alle Gänge gut funktionieren. Lässt sich einwandfrei schalten. Sattelstütze funktioniert auch. Jetzt bin ich unten, jetzt drücke ich hier, entlaste, sitze ganz oben. Funktioniert noch ein bisschen reibungsloser auf jeden Fall als bei mir. Klingel, okay, sie tut es doch. Licht müssen wir mal überprüfen. Wie gesagt, das Schloss ist jetzt hier gerade nicht dabei, beziehungsweise nicht am Fahrrad dran, wird natürlich aber dann auch mitverkauft. Das soll als gesamtes Paket dann verkauft werden. Kleiner Bremstest vielleicht noch. Einwandfrei. Dieses E-Bike bremst wunderbar. Super. Ach, macht das Spaß. Ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, wie man so ein E-Bike hier verkaufen kann, aber im Endeffekt, man hat nur eine gewisse Anzahl an Zeit in seinem Leben zur Verfügung und wenn es einfach nicht das Richtige für einen ist, dann ist es dann gut, wenn man dann sagt, komm, ich verkaufe das wieder, anstatt das in der Ecke rumstehen zu lassen, finde ich jedenfalls. Und jetzt höre ich auf zu quatschen, ich merke schon, ich bin wieder hier so ein bisschen im Tourenmodus. Ich gebe euch jetzt noch ein paar Hintergrundinformationen. Bei der ganzen Euphorie habe ich total vergessen, was sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen. Und zwar ist er mit diesem Haibike gestürzt. Und zwar könnt ihr das hier sehen. Dieses Fahrrad hat hier ein paar kleinere Macken und Schäden vorzuweisen. Der Sattel ist hier so ein bisschen angeraut und es gibt hier einen kleinen Lackschaden. Könnt ihr hier sehen. Ansonsten ist mir hier nichts aufgefallen. Das meiste hier ist leider ein bisschen Dreck dran. Sollte man in der Regel natürlich dann auch vorher mal sauber machen, bevor man dieses E-Bike jetzt hier mal vorführt. Aber ich kann ansonsten nichts erkennen. Wenn ich noch irgendwas finde, ich werde es gleich noch mal ganz genau abchecken, blende ich euch dazu noch ein paar Bilder ein. Und jetzt gibt es an der Stelle noch den Hinweis darauf, dass ich alle Informationen, ich gehe mal hier eben ein bisschen aus der Sonne, alle Informationen, die es zu diesem E-Bike hier noch gibt, werde ich unten mit in die Infobox mit reinpacken. Wie gesagt, ich glaube zwischen, wann haben wir das geholt? 4 oder 5 Monate ist das ungefähr her. Keine 300 Kilometer ist er mitgefahren. Akku, ja, wie viele Ladezyklen hat er hinter sich? Nicht viele auf jeden Fall. Den hat er auf jeden Fall auch immer drin gehabt. Also es ist nicht so, dass das mit dem Akku irgendwie in der kalten Garage oder so stand. Und ansonsten ist das jetzt quasi einfach ein Angebot. Wie gesagt, er verkauft es jetzt, weil es einfach nicht seine Leidenschaft ist. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich gerne auch anschreiben. Macht es am besten per E-Mail-Adresse, wenn ihr wirklich ernsthaftes Interesse an diesem E-Bike habt. Dann kann man sich nochmal in Ruhe damit zusammensetzen und dann werde ich dann quasi den Kontakt vermitteln. Dann könnt ihr das alles in Ruhe besprechen. Ich kenne den Jungen seit ich ganz klein bin. Wir sind ganz, ganz dicke Freunde, von daher ihm kann man da auf jeden Fall vertrauen. Er hat auch noch die Rechnung dabei. Ach ja, der Preis, da muss man natürlich auch ein bisschen drüber quatschen. Er hat jetzt diesen Unfall mit diesem E-Bike gehabt. Ansonsten hat er für dieses Fahrrad, er hat es bei Fahrrad XXL gekauft für 2.998 € plus Versicherung 423 €, genau die gleiche über die NRAF-Versicherung, die ich auch gemacht habe. Und die kann man, ein guter Hinweis an der Stelle, mit übertragen. Also kann man quasi in den Preis damit einrechnen. Ansonsten Zubehör, das Schloss hat glaube ich nochmal 70 € gekostet. Die Lampen dann nochmal 30, 40 € zusammen. Reflektoren, so ein bisschen Spielerei noch. Ach ja, ein Ständer ist auch noch dabei, den hat er aber nicht montiert. Wenn ich noch irgendwelche Informationen habe, die ich jetzt hier leider in diesem Video vergessen habe, schaut mal unten in der Infobox rein. Ihr könnt auch gerne noch ein paar Bilder geschickt bekommen, wenn das Fahrrad mal komplett sauber ist. Kann man über alles drüber reden und über den Preis. Also bitte ernst gemeinte Nachfragen und Angebote dann jetzt nicht irgendwie 2.000 € und ich hole sofort ab oder sowas.
Er hat dann mit Versicherung und dem ganzen Zubehör bestimmt 3.600, 3.700 Euro bezahlt. Klar, ist jetzt ein paar Monate alt, es hat diesen Sturz hinter sich, aber ansonsten ist das Ding im Endeffekt wie neu. Ich bin es jetzt gerade gefahren, ich kenne das Ding in- und auswendig. Es läuft absolut super und von daher würde ich sagen, hat dieses E-Bike auf jeden Fall auch noch einen relativ großen Wert verdient. Vielen Dank für eure Zeit, bis dahin, macht's gut, bis dann, ciao.